Hammock Hangout. Abhängen, abschalten, auftanken. Buenas, ihr schönen Menschen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hammock Hangout. Mein Name ist Matt. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, dir geht es gut. Du bist entspannt und angenehm ins Wochenende gestartet und hattest einen schönen Samstag heute. Ich hoffe, du hast jetzt dieses Mounzen hier gerade nicht gehört. Ich liege wie immer auf der Dachterrasse in der Hängematte und habe heute Morgen Besuch von unserem einen kleinen Kätzchen. Die ist ganz aufgekratzt und nervös. Ich weiß gar nicht so genau warum. Vielleicht, weil es regnet. Hoffe ich bald. Zumindest. Und genau, noch ein weiterer Hinweis. Ich entschuldige mich vorab, solltest du immer wieder mal ein Klatschen hören. Ich liege, wie gesagt, in der Hängematte und die ist ja, wie du weißt, auf der Dachterrasse. Und wir haben ja die Regenzeit und Sommer. Das heißt, es ist richtig, richtig fies mit Moskitos und die attackieren mich. Vor allem um diese Zeit morgens, wenn die Sonne noch nicht da ist. Diesen Slot nutze ich ja. Ruhe und noch keine Sonne auf der Dachterrasse. Dann ist es mit den Moskitos schon echt schlimm. Also sorry dafür. Ich hoffe, es hält sich in Grenzen. Ich bin wieder zurück aus Barcelona. Ich war mit meiner Familie in Barcelona. Wir haben den Geburtstag von meinem Papa gefeiert. Er hatte einen Runden und Barcelona war der Kompromiss für alle. Und es war richtig, richtig schön. Wir hatten eine sehr tolle Zeit zusammen als Familie. Wir hatten super schönes Wetter. Der Geburtstag an sich war auch ziemlich cool. Wir hatten ein bisschen was vorbereitet. Und alles in allem habe ich die gemeinsame Zeit sehr genossen und auch gemerkt, wie schön ich das doch finde, immer wieder mal. Selbstverständlich war es auch eine Umstellung, die ganze Familie um mich zu haben für ein paar Tage. Aber ich habe es wirklich sehr, sehr genossen. Und es war rundum ein schöner Urlaub. Der Geburtstag an sich war auch wirklich toll. Wir hatten ein bisschen was vorbereitet und den Tag gestaltet, was letztendlich nicht ganz so funktioniert hat, wie es geplant war, aber hat es nicht weniger schön gemacht. Und das Wichtigste ist ja einfach auch mit den Menschen, die man gerne hat und die einem wichtig sind, Zeit zu verbringen. Und am Ende ist es ganz egal, wo und was, sondern es geht einfach um die Zeit. Und deswegen hier ein kleiner Reminder, dass, auch wenn es bei dir vielleicht jetzt gerade nicht die Familie ist, aber verbring Zeit mit den Menschen, die dir wichtig sind. Unternehmt gemeinsam Sachen, schafft gemeinsame Erinnerungen und genießt das Leben zusammen. Es ist, wir vergessen das so oft zwischen diesen ganzen Alltags- und Arbeitssachen, und an sich können wir ja super, super viel aus solchen Momenten ziehen und auch gerade mit anderen Menschen, die einem wichtig sind und die einem viel bedeuten. Deswegen an dieser Stelle der kleine Reminder, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die dir wichtig sind. Zum heutigen Thema würde ich gerne vorweg ein bisschen was sagen. Es fällt mir ein wenig schwer, diese Folge jetzt schon aufzunehmen, weil ich ehrlich gesagt selber noch ein bisschen im Prozess bin. Aber ich dachte mir, dass vielleicht genau das auch interessant ist für die ein oder andere Person, wenn ich dich einfach so ein bisschen mitnehme in meinen eigenen Prozess und dir meine Gedanken teile zu dem, was gerade da ist. Sollte ich mal ein bisschen stocken zwischendurch oder den Satz nochmal von vorne anfangen, dann ist es, weil ich wahrscheinlich einfach kurz nach ein bisschen Worten suche, um es zu beschreiben, weil dieses Mal ist es, wie schon gesagt, während des Prozesses, dass ich das mit dir teilen möchte, weil ich auch das Thema einfach sehr, sehr wichtig finde. Und zwar der Umgang mit Kritik durch Achtsamkeit. Ich möchte da ganz kurz eine kleine Einleitung zu machen. Ich bin in den letzten Wochen unabhängig voneinander, von mehreren Menschen darauf hingewiesen worden oder
wenn man es hart ausdrücken möchte, in Anführungszeichen, kritisiert worden für ein bestimmtes Verhalten von mir. Und das hat mich im ersten Moment sehr verletzt und im nächsten Moment war ich dann wütend. Und als ich dann fertig war mit Verletztsein und Wütendsein, habe ich gemerkt, dass sowohl die eine Person als auch die andere Person, als auch die dritte Person vollkommen recht mit dem haben, was sie gesagt haben. Und dann ist was sehr, sehr Interessantes passiert. Ich habe so ein bisschen für mich das erörtert. Einfach mein Umgang im Gegensatz zu früher mit Kritik und der Umgang jetzt. Ich sag mal so, es war nicht unbedingt schöner. Ich glaube, dass wir uns einig sein können darüber, dass es einfach allgemein sich nicht schön anfühlt, kritisiert zu werden. Und ich möchte auch gleich ein bisschen genauer auf die verschiedenen Arten der Kritik eingehen, weil ich finde, dass man da ganz, ganz wichtige Unterscheidungen auch noch machen darf. Aber ich habe gemerkt, was sich verändert hat, dass diese negativen Emotionen in Anführungszeichen, also die Traurigkeit über das Verletztwerden und dann auch die Wut auf die anderen Personen, sehr schnell dem gewichen ist, dass ich mir eben dachte, ja, okay, es haben jetzt unabhängig voneinander 3 Menschen zu mir gesagt und vor allem auch 3 Menschen, die mir sehr wichtig sind und denen ich sehr wichtig bin, die werden das nicht sagen, um mich schlecht dastehen zu lassen oder um mich absichtlich verletzen zu wollen. Und ich habe über bestimmte Herangehensweisen, die ich auch später mit dir gerne teilen möchte, gemerkt, dass diese Personen einfach vollkommen recht haben. Und dann kam ein nächster Schritt, auf den ich später dann aber auch noch mal genauer eingehen möchte. Und am Ende kam dann so diese, jetzt wollte ich gerade schon sagen Resignation, aber es war gar keine Resignation, sondern dieses, ja okay, da ist halt vielleicht irgendwas dran. Und so unschön diese Situation auch erstmal für mich war, umso schöner ist es jetzt, dass ich darüber eine Podcast-Folge aufnehmen kann und etwas mit dir teilen möchte, was dir vielleicht auch das nächste Mal helfen kann. Solltest du in der Situation sein, dass jemand dein Verhalten kritisiert, weil ich einfach so ein bisschen die Perspektive shiften möchte, da drauf zu schauen, was Kritik denn eigentlich ist und was wir damit anfangen können. Zu Beginn möchte ich einmal erwähnen, dass es, glaube ich, wichtig ist zu verstehen oder zu verinnerlichen, dass Kritik ein unvermeidbarer Teil unseres Lebens ist und es immer wieder vorkommen wird. Und durch Achtsamkeit beispielsweise können wir lernen, besser damit umzugehen oder es sogar komplett für uns zu nutzen, wenn wir kritisiert werden. Deswegen einmal ganz kurz vorneweg. Ich finde es sehr wichtig, den Unterschied zu machen zwischen konstruktiver und zwischen destruktiver Kritik. Konstruktive Kritik, wie der Name schon sagt, ist Kritik, mit der ich in dem Fall was anfangen kann. Also nicht einfach nur, du machst, du bist so und so, du machst das nicht, du machst das blöd. Das ist für mich sehr schwierig, da irgendwas Positives rauszuziehen. Konstruktive Kritik kann man auf sehr unterschiedliche Art und Weise verpacken. Es gibt da ganz viele verschiedene Modelle und Ansätze. Mein absolutes Lieblingsmodell ist das Komplimenten-Sandwich, nämlich zuerst betonen, was die andere Person gut gemacht hat oder was einem positiv aufgefallen ist, dann diesen Teil der konstruktiven Kritik, des Feedbacks, der Verbesserung einbauen und am Schluss wieder ein eventueller Vorschlag, wie das nächste Mal denn anders aussehen könnte. Das heißt, wir verpacken diese Kritik in 2 positive Teile und das wird so zu einem Sandwich. Hat den Effekt, dass die andere Person, ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich nicht angegriffen fühlt, weil ich glaube, grundsätzlich fühlen wir uns von Kritik erstmal angegriffen. Aber es ist einfach ein bisschen freundlicher verpackt und die andere Person hat nicht das Gefühl, dass auf sie eingedroschen wird, sondern es ist auch direkt was dabei, wo man sagt, ah ja, okay, vielleicht hat die andere Person recht
Ich denke da mal drüber nach und ich habe vielleicht sogar gleich einen Lösungsansatz oder einen Lösungsvorschlag. Das einmal ganz kurz zu dem Unterschied zwischen der konstruktiven und der destruktiven Kritik. Also konstruktiv hilft uns im Idealfall weiter, destruktiv verletzt uns im schlimmsten Fall einfach nur wirklich sehr und bringt uns am Ende gar nichts. Was mir noch wichtig wäre auch zu sagen, es gibt natürlich absolute No-Gos, wenn es um Kritik geht. Beispielsweise, wenn es persönlich wird, wenn es das Aussehen von anderen Menschen betrifft, wenn es Charaktereigenschaften betrifft, also wirklich Dinge, die andere Menschen, selbst wenn sie wollten, nur sehr schwer ändern können oder gar nicht ändern können oder es sehr lange brauchen würde, um das zu ändern. Und da ist Kritik dann in meinen Augen auch nicht immer angebracht. Also das ist einfach nur mal noch so, nicht jede Kritik ist angebrachte Kritik. Ich finde es auch sehr wichtig, dass die Person, die kritisiert, sich sehr bewusst darüber ist, was sie sagt und sich auch überlegt, wie sie das sagt. Und der nächste Punkt ist, was glaube ich auch sehr oft zu Missverständnissen führt, gerade wenn es darum geht, kritisiert zu werden oder auch andere zu kritisieren. Wir denken sehr oft, dass Kritik uns als Person betrifft, obwohl sehr viele Menschen in den meisten Fällen unser Verhalten kritisieren. Und da werde ich später nochmal genauer darauf eingehen, weil ich das einfach einen sehr, sehr wichtigen Punkt finde im Allgemeinen. Nicht nur bei Kritik, sondern auch so, wenn andere Menschen Sachen zu uns sagen, die vielleicht nicht immer schön sind, dann fühlen wir uns oft als Person angegriffen, was auch sehr, sehr oft an der Formulierung liegt. Und die andere Person meint aber gar nicht uns als Person, sondern unser Verhalten. Wie gesagt, da ist es einfach sehr wichtig, auch zu lernen, richtig zu kritisieren und konstruktiv zu kritisieren. Mal ein Beispiel für Kritik, wie ich sie formulieren kann, dass sie jemand als Person betrifft oder dass sie jemanden nicht als Verhalten, aber dass sie das Verhalten von jemandem kritisiert. Wenn ich jetzt sage, das plakativste Beispiel einfach, du bist richtig unfreundlich. Dann formuliere ich, du bist, das bedeutet, du bist als Person. Wenn ich jetzt aber einfach meine Formulierung anpasse und sage, ich finde, du verhältst dich gerade ziemlich unfreundlich, dann ist es schon mal eine ganz andere Energie, die da in diesem Satz mitschwingt, weil ich schon direkt impliziere, ich kritisiere nicht dich als mein Gegenüber, als Person, sondern ich kritisiere so, wie du dich jetzt im Moment gerade verhältst, weil das muss ja nicht heißen, dass die Person von Grund auf unfreundlich ist, sondern sie verhält sich jetzt in diesem Moment unfreundlich und hat dafür vielleicht auch Gründe. Aber du weißt es ja wahrscheinlich auch selber. Je mehr man sich angegriffen fühlt, desto mehr geht man auch sofort in so eine Verteidigungshaltung. Und das macht es dann einfach auch schwer, eine Basis zu schaffen, um über Kritik zu sprechen. Noch ganz kurz auch jetzt, wenn du die Person bist, die kritisiert wird. Es ist voll normal, dass man sich erstmal angegriffen fühlt, dass man sich erstmal verletzt fühlt, dass man wütend wird, dass man traurig wird, dass man sich vor den Kopf gestoßen fühlt. Es wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Und es ist auch wichtig, weil keiner von uns wird gerne kritisiert. Die meisten Menschen um mich herum, inklusive mir selber, versuchen jeden Tag ihr Bestes zu geben und arbeiten an sich und bemühen sich, Dinge zu verändern oder schöner zu machen oder umzugestalten. Und je mehr man natürlich versucht, das zu tun, desto härter trifft einen Kritik, wenn das Verhalten, das man sowieso schon verändert hat und man sich vielleicht selber auch sehr stark verändert hat, wenn das dann auch noch kritisiert wird. Und vor allem vielleicht von Menschen, die einem nahestehen. Wo ich aber nochmal betonen möchte, dass gerade diese Menschen es in den meisten Fällen aus Liebe meinen und deswegen, dass wir uns verbessern können, weil sie uns auf was hinweisen möchten und nicht, weil sie uns absichtlich wehtun oder wütend machen wollen. Und deswegen ist es wichtig für mich zu sagen, dass die erste Kränkung, in welcher Form auch immer, völlig normal ist und auch dazugehört in irgendeiner Form. Denn wenn es nichts mit uns machen würde, wenn uns jemand kritisiert und wir denken, ja, mir doch egal,
dann ist es ja irgendwie auch nicht so das Gelbe vom Ei. Gerade was die erste Kränkung angeht, da kann man jetzt schon richtig schön den Bogen auch schlagen zur Achtsamkeit. Nämlich einfach mal, einfach ist gut, wenn das nächste Mal passiert und du dich gekränkt fühlst, du traurig wirst oder wütend bist, diese Gefühle kurz da sein zu lassen und zu sagen, hey, das ist voll normal, dass ich mich jetzt so fühle. Und nicht direkt in die Abwehrhaltung zu gehen oder die Krallen auszufahren oder sofort dem Gegenüber eine Antwort entgegenzuschleudern, sondern mal ganz kurz damit zu sitzen und zu beobachten, was macht es denn eigentlich mit mir, wenn ich kritisiert werde? Wie fühle ich mich denn jetzt gerade? Welche Emotion kommt da jetzt hoch? Und dann auch zu beobachten, wo kann ich das denn spüren in meinem Körper? Und so diese ersten Wellen an Emotionen und Gefühlen, die kommen, so ein bisschen durch den Körper laufen zu lassen und sie abschwächen zu lassen. Und du wirst feststellen, dass allein dieses Wahrnehmen von den Gefühlen, was gerade da ist oder was gerade kam durch diese Kritik, schon sehr viel daran ändert, dass du vielleicht nicht direkt in die Reaktion gehst, in die Reaktanz gehst und der anderen Person entgegenschleuderst, ja, aber du, aber du, aber du. Oder dass man versucht, sich zu verteidigen. Das ist ja auch eine sehr, sehr häufige Reaktion auf Kritik, dass man versucht, sich zu rechtfertigen, warum man das so gemacht hat oder warum man es auch nicht so gemacht hat. Und alles, was in diese Richtung geht, zurückzuschießen, sich zu rechtfertigen, zu verteidigen, in die Abwehr zu gehen oder auch in die Konfrontation zu gehen, ist erstmal uns davon abzulenken, auch zu fühlen, was das denn mit uns macht, wenn wir kritisiert werden. Und wenn wir das aber schaffen, diese Gefühle wahrzunehmen als das, was sie sind und kurz innezuhalten und es zu spüren, vielleicht auch 5, 6, 7 Mal tief ein- und auszuatmen und mir zu sagen, okay, ich bin gerade nicht als Person kritisiert worden, sondern mein Verhalten wurde kritisiert, dann kann ich vielleicht auch ganz anders reagieren auf die Kritik von der anderen Person und merke beispielsweise schon direkt, okay, wie wir gerade gesagt haben, es geht um eine bestimmte Art und Weise, wie ich mich verhalten habe oder etwas, was ich gesagt habe, was vielleicht auch wirklich nicht in Ordnung war. Oder ich kann mit der Person ins Gespräch gehen und sagen, hey, ich verstehe, dass du das nicht gut findest, aber ich möchte das trotzdem so machen, weil aus dem und dem Grund oder du musst auch gar keinen Grund nennen. Aber es glättet einfach so ein bisschen die Wogen und öffnet den Raum für ein anderes Gespräch um diese Kritik. Genau, ein weiterer Punkt mit Achtsamkeit und wie man sie da nutzen kann, ist wirklich dieses achtsame Zuhören der anderen Person, den Raum geben, dass sie vielleicht mehr auf die Kritik eingeht, das nochmal weiter ausführt, ein Beispiel nennt, einfach um selber besser verstehen zu können, worum es denn überhaupt geht. Und durch achtsames Zuhören oder durch aktives Zuhören, also nicht sofort im Kopf schon die Antwort zu formulieren, sondern wirklich achtsam darauf zu hören, was die andere Person zu mir sagt, kann ich vielleicht schon direkt daraus erkennen, dass es gar nicht um mich als Person geht oder ging. Was natürlich dann wiederum auch dazu führen kann, dass ich gar nicht so traurig oder wütend werde, sondern vielleicht in dem Fall auch direkt Verständnis habe dafür, dass ich kritisiert wurde und merke, hey, das stimmt total, was die andere Person sagt. Ich kann komplett ihren Punkt verstehen. Das war gerade irgendwie ein bisschen drüber. Das heißt, wir versuchen einfach diese Kritik durch Achtsamkeit in einzelne Teile zu zerlegen und vor allem auch die emotionale Ebene zu betrachten und die Gefühle in uns zu spüren, was es mit uns macht. Warum macht es das mit uns? Weil, wie gesagt, niemand wird so gerne kritisiert. Wir alle versuchen, unser Bestes zu geben. Und Kritik ist eben nicht das Feedback, dass wir unser Bestes geben oder dass andere merken, dass wir unser Bestes geben, sondern Kritik kann einfach auch richtig wehtun und unschön sein und trotzdem berechtigt. Jetzt habe ich vorhin kurz angesprochen gehabt, dass die meisten Menschen, vor allem wie jetzt in dem Beispiel, weswegen ich diese Podcast-Folge aufnehme, dass es Menschen sind, die mir nahestehen, denen ich wichtig bin und die mir wichtig sind.
dass diese Menschen uns in den meisten Fällen nicht aus Boshaftigkeit oder Bösartigkeit kritisieren, sondern aus einem liebevollen Platz, aus einer liebevollen Haltung, weil ihnen was auffällt, was sie vielleicht auch gekränkt hat in dem, wie ich mich verhalten habe. Und sie mir das gespiegelt haben und ich diese Kritik aber so aufgenommen habe, wie ich sie aufgenommen habe. In dem Moment hat es sich ehrlich gesagt für mich nicht angefühlt, als ob diese Personen das aus Liebe heraus gesagt haben, sondern waren alle anderen Emotionen da außer Liebe. Deswegen ist es mir an der Stelle auch ganz wichtig noch zu erwähnen, wir müssen auch nicht alle Kritik annehmen. Es ist ganz, ganz wichtig für mich auch zu unterscheiden, werde ich jetzt gerade von dieser Person liebevoll kritisiert, weil sie mich auf etwas hinweisen möchte, was einfach respektlos ist oder was nicht in Ordnung ist oder was die andere Person verletzt hat, und möchte sie mir mit dieser Kritik auch die Möglichkeit geben, mich zu verbessern oder mit mir ins Gespräch zu gehen? Oder ist das eine Kritik, die aus eigenen ungelösten Themen raus entstanden ist und kommuniziert wurde? Und es ist einfach sehr wichtig, das Motiv hinter der Kritik zu erkennen oder auch zu spüren. Ist es jetzt in meinem Sinne, möchte diese Person mir wirklich Unterstützung geben und mir, wie ich anfangs gesagt habe, vielleicht auch ein Komplimenten-Sandwich packen, wo direkt konstruktive Kritik mit einem Lösungsvorschlag dabei ist? Oder ist es einfach nur ein Du hast, du bist, du sollst, du machst das nicht, du machst dies nicht, du machst jenes nicht? Das spricht ja auch sehr viel darüber, wie diese Person im Kopf, in Gedanken mit sich selber spricht. Und dass sie sich höchstwahrscheinlich auch selber sehr, sehr viel kritisieren wird, was sie dann ungefiltert an andere Menschen weitergibt. Deswegen ist es wichtig, da auch drauf zu achten, aus welcher Position raus werde ich kritisiert. Und auch da ist Achtsamkeit definitiv ein Thema, das hilft, um die Intention hinter der Kritik rauszufinden, indem ich, wie ich vorhin gesagt habe, achtsam zuhöre, ich auf die Gefühle und Emotionen achte, die dabei im Spiel sind, die hochkommen, was ich vielleicht auch bei der anderen Person spüre. Also bei mir ist es beispielsweise so, ich kann schon auch die Intention der anderen Person spüren, wenn sie Dinge zu mir sagt. Also ist es jetzt eher aus einer positiven Position heraus oder aus einer negativen. Vielleicht auch so ein bisschen selbstherrlich. Man spürt ja doch sehr viel beim Gegenüber, wenn man da wirklich achtsam in dieser Situation ist und genau auf solche Dinge auch achtet, wenn man sie weiß, dass man darauf achten kann. Dann ist natürlich auch noch eine Möglichkeit zu sagen, ich gehe ins Gespräch mit meinem Gegenüber und frage einfach mal, wie zum Beispiel, ich verstehe deinen Punkt oder deine Punkte, könntest du mir noch ein bisschen mehr erklären, warum du das so siehst? Also einfach auch die gegenüberstehende Person, gegenüber sitzende Person einladen, das genauer auszuführen. Wenn ich das Gefühl habe, ich verstehe gar nicht richtig, was sie meint, oder vielleicht auch, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt gerade gar nicht so eine konstruktive Kritik, sondern eben ein eigenes Thema. Und im Gespräch kann man ja genau diese Themen lösen, weil nur weil ich gerade kritisiert werde, heißt es nicht, dass ich in dem Moment nicht auch zurückkritisieren darf. Beispielsweise, ich fand das jetzt gerade nicht schön, wie du das zu mir gesagt hast, oder ich hätte mir gewünscht, du hättest eine andere Formulierung dafür benutzt, weil das hat mich ziemlich verletzt, wie du das gesagt hast. Also es soll einfach den Raum öffnen, um ein Gespräch zu führen und erkennen zu können, was soll mir gesagt werden und was möchte ich aber der anderen Person auch spiegeln, wenn es notwendig ist. Vielleicht geht es auch in dem Fall einfach nur um mich als Person und um die Kritik an dem Verhalten oder dem, was ich gemacht habe. Achtsamkeit einfach auch so ein großes Tool, weil ich sage jetzt mal ganz losgelöst von der Kritik oder nicht, ein, eine Möglichkeit, wir kommen immer wieder aufs Journalen zurück. Je mehr ich mich selber kennenlerne, was eben beispielsweise durch das Journalen zwangsläufig passiert. Ich erkenne meine Gedanken, meine Gedankenmuster. Ich erkenne vielleicht auch Verhaltensmuster. Ich kann neutraler mich selber betrachten, meine Gedankengänge betrachten und vielleicht auch manchmal wirklich merken, zumindest geht es mir immer wieder so, und auch in dem Fall oder in den Fällen ging es mir jetzt so, als ich gejournalt habe und über diese Dinge
nochmal nachgedacht habe und reflektiert habe für mich und aufgeschrieben, ist mir eben bewusst geworden, dass diese Personen, die auf mich zugekommen sind, komplett recht haben mit dem, was sie sagen. Das Lustige ist, dass ich dafür kritisiert wurde, dass ich selber sehr viel kritisiere. Und ich bin mir eben auch darüber bewusst geworden, dass die Kritik bei mir persönlich, deswegen habe ich jetzt auch all diese Dinge gesagt, weil ich es sehr, sehr gut verstehe, aus beiden Positionen raus. Aber bei mir ist die Kritik sehr oft aus einer verletzten Haltung raus entstanden. Und das ist einfach was, natürlich ist es nicht schön, sich das einzugestehen. Niemand gesteht sich gerne ein, wenn man irgendwas blöd gemacht hat oder wenn man merkt, ey, der andere hat voll recht mit dem, was er gesagt hat. Aber es ist ja so eine riesige Chance einfach auch, dann am Verhalten was zu ändern. Weil das nächste Mal, wenn ich merke, ich kritisiere, dann kann ich mir erstmal die Frage stellen, ist es jetzt wirklich eine angebrachte Kritik? Ist es jetzt die Art und Weise, wie ich es dann auch tue oder vorhabe zu tun? Ist es eine gute Art und Weise? Ist es eine zielführende Herangehensweise? Und gleichzeitig auch zu merken, wie angegriffen ich mich gefühlt habe, selber kritisiert zu werden, obwohl ich doch sehr oft selber kritisiere. Also diese ganzen kleinen Verbindungen, Zusammenhänge zu erkennen, da hat mir eben das Journalen sehr viel geholfen und die Achtsamkeit, also wirklich achtsam mit mir umgehen, achtsam mit meinen Emotionen, mit meinen Gefühlen umgehen und achtsam auch in Bezug darauf, mich in andere Personen reinversetzen zu können. Also zu merken, wenn es was mit mir macht, wenn ich kritisiert werde, dann macht es auch was mit anderen, wenn ich kritisiere. Und ich habe das sehr häufig gar nicht gemerkt, dass ich überhaupt kritisiert habe. Und wir können Dinge nicht verändern, denen wir uns nicht bewusst sind. Deswegen möchte ich eben diese ganzen Sachen mit dir teilen und dich dazu einladen, dir diesen Raum zu öffnen, wenn es um Kritik geht. Egal, ob du selber kritisierst oder ob du kritisiert wurdest oder wirst, einfach mal diese ganzen Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Genau, und da ist auch perfekt schon jetzt der Übergang zu meinem letzten Punkt gekommen, nämlich die Kritik als Möglichkeit zu sehen, sich selber, ich will gar nicht verbessern sagen, weil verbessern ist irgendwie das falsche Wort, aber sich selber zu hinterfragen und sein Verhalten vielleicht manchmal anzupassen. Und nur weil wir kritisiert werden, heißt es ja nicht, dass wir das verändern müssen. Es ist ja immer unsere eigene Entscheidung. Möchte ich jetzt diese Kritik annehmen? Möchte ich diese Kritik zulassen? Auch, das ist ja so eine Sache. Möchte ich mich damit auseinandersetzen? Ist es gerade überhaupt, habe ich die Kapazitäten dafür, mich damit auseinanderzusetzen? Manchmal wollen wir das vielleicht auch einfach nicht und dann ist es fein. Ich meine, dann darf man natürlich auf der anderen Seite damit rechnen, dass die Kritik vielleicht von derselben Person oder von an einer anderen Stelle nochmal auftaucht. Aber wir müssen uns nicht sofort jetzt in diesem Moment dann damit auseinandersetzen. Ich wollte mich in dem Moment damit auseinandersetzen, eben weil es von mehreren Personen innerhalb eines kurzen Zeitraums mehrfach genannt wurde, unabhängig voneinander. Wo ich mir dann ab einem bestimmten Punkt dachte, okay, na gut, vielleicht ist es was, wo ich jetzt gerade einfach mal hinschauen darf. Und wie gesagt, es ist nicht schön. Es ist auch jetzt noch nicht schön. Also ich bin dankbar, dass ich das gesagt bekommen habe, weil ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es für andere Personen nicht einfach ist, was anzusprechen, weil auch das kenne ich selber. Aber trotzdem ist es natürlich ein Prozess dann auch, der sich da öffnet oder den man dann gehen darf. Ein Weg, den man gehen darf. Weil das zu wissen ist schön und gut, aber dann auch in den Situationen das bewusst anders zu machen, ist einfach eine Übungssache. Und da haben wir ja auch in anderen Podcast-Folgen im Vorfeld auch schon immer wieder drüber gesprochen. Es ist Training, es ist Üben, es ist wie ein Muskel trainieren und ja, der Anfang ist halt erstmal nicht so leicht. Aber für mich persönlich ist es einfach eine sehr, sehr wichtige Sache der Einstellung, der Perspektive, mir zu sagen, diese Kritik ist eine Möglichkeit, mir fällt kein anderes Wort ein,
als verbessern, aber ich finde das Wort so unpassend, weil wir machen was nicht besser, sondern ja einfach um uns zu verändern. Vielleicht ist das das richtige Wort. Die Kritik ist eine Möglichkeit, um unser Verhalten zu verändern und vor allem Verhalten zu verändern, mit dem wir uns vielleicht selber Schaden zufügen, ohne das manchmal auch zu merken, oder eben anderen Personen Schaden zufügen, indem wir sie verletzen mit dem, was wir tun oder wie wir uns verhalten oder was wir auch sagen. Und im Großen und Ganzen möchte wahrscheinlich keiner, dass wir uns durch unser Verhalten selbst wehtun oder das mit dem, wie ich mich verhalte, dass ich andere damit verletze. Ich überlege gerade nach einem konkreten Beispiel, aber es ist doch ganz gut, mit dem kritisiert worden zu sein für das, dass ich kritisiere. Es ist die Art und Weise, wie ich kritisiere, nicht dass ich kritisiere. Und das ist für mich auch wichtig gewesen zu verstehen. Und das ist nämlich was ich ja auch an mir verändern möchte, weil wenn ich Feedback gebe, für mich ist Kritik auch so ein negativ behafteter Begriff. Ich sage sehr gerne Feedback geben. Das ist nämlich erstmal neutral. Dann ist es, also meine Intention ist immer Wachstum und nie irgendwie jemanden klein halten zu wollen oder der Person zu schaden oder die Person zu verletzen, sondern mir geht es immer darum, den Raum für Wachstum zu öffnen, wenn ich andere Menschen kritisiere oder ihnen Feedback gebe. Und da darf ich natürlich dann auch die Kritik im Gegenzug annehmen und meine Formulierungen, wie ich das tue, ein bisschen überarbeiten oder überdenken, wenn ich mit der Art und Weise, wie ich das bisher getan habe, Menschen vor den Kopf gestoßen oder verletzt habe. Und da hat mir die konstruktive Rückmeldung, jetzt eben von mehreren Personen, sehr doll geholfen, mir erstmal darüber bewusst zu werden, dass es verletzend ist teilweise und eben auch Möglichkeiten, wie ich das denn anders machen kann. Ich hatte es anfangs schon mal ganz kurz angesprochen. Wir müssen uns natürlich nicht jegliche Kritik gefallen lassen. Wenn Kritik respektlos oder persönlich wird, wenn sie uns als Person angreift, wenn sie bestimmte Charaktereigenschaften angreift, wenn sie unser Aussehen angreift, dann ist es wichtig, Grenzen zu setzen und zu sagen, halt stopp, das überschreitet jetzt gerade eine Grenze. Du darfst mich kritisieren, du darfst mir Feedback geben, aber mit Respekt. Weil es gibt einfach No-Gos und dazu gehört eben unter anderem respektloses oder persönliches Beleidigen, wenn man es so schlimm vielleicht auch sogar ausdrücken möchte. Weil ich glaube, der Grat ist sehr schmal zwischen ich kritisiere jemanden aus der Liebe heraus oder ich werde beleidigend oder angreifend. Wo auch eben wieder wichtig ist zu verstehen, dass Kritik in den meisten Fällen unser Verhalten betrifft und wir aber in den meisten Fällen es gegen unsere Person sehen. Und da kommt eben die Achtsamkeit wiederum ins Spiel, diesen Unterschied zu machen. Man darf eben auch klarstellen, dass Kritik an Aussehen oder Persönlichkeit beispielsweise absolut inakzeptabel sind und auch nicht cool, gar nicht cool. Zum Ende hin habe ich noch 2 Tipps für dich, wie du mit Kritik umgehen kannst. Nummer 1 habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, Journalen. Du kannst es nutzen für dich, wenn du selber kritisiert worden bist, um zu reflektieren. Was hat es mit mir gemacht? Wie habe ich mich gefühlt? Was wurde kritisiert? Was kann ich daraus lernen? Wie möchte ich damit umgehen? Was möchte ich verändern? Welche ersten Schritte kann ich gehen? All diese Sachen aufschreiben, die dich beschäftigen in Bezug darauf, wenn Kritik kam in irgendeiner Form. Im Gegenzug kann man es aber auch verwenden, wenn ich jetzt beispielsweise merke, es gibt eine Person, da passt mir irgendwas nicht, dann zu journalen. Wie möchte ich denn kritisieren? Was möchte ich dieser Person denn mitteilen? Wie kann ich das formulieren, dass ich sie möglichst wenig vor den Kopf stoße oder verletze? Es geht natürlich nicht darum, dass Kritik gar nicht mehr negativ in Anführungszeichen ist. Es ist ja auch wichtig, diese Reaktion im anderen hervorzurufen in irgendeiner Form, weil wenn es an uns vorbeizieht, weil die andere Person das so
nett und freundlich und höflich formuliert, dass ich gar nicht verstehe, dass es eine Kritik ist, dann wird wahrscheinlich auch recht wenig passieren. Also wie vorhin schon gesagt, Kritik ist erstmal immer ein bisschen, findet niemand von uns so wirklich geil. Aber ich kann eben auch da, wenn ich auf der anderen Seite stehe, Journal nutzen, um mir im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, wie möchte ich mich denn ausdrücken, was möchte ich denn kommunizieren und was möchte ich der anderen Person denn eigentlich sagen. Und vielleicht merke ich dann auch bei mir, das wäre jetzt eigentlich eine Kritik an der Person gewesen und nicht am Verhalten und kann das dann nochmal umformulieren, um die andere Person dort abzuholen, dass sie diese Kritik dann auch gut auffassen kann. Der zweite Tipp, Dankbarkeit. Dankbar zu sein für das, was uns gesagt wird, was andere Personen uns mitteilen und vor allem dankbar dafür sein, was in der Kritik enthalten ist und eine Möglichkeit für uns bietet, auch wenn es manchmal unangenehm ist. Denn am Ende ist jede Sache, die zu uns gesagt wird, ganz egal, ob das eine Kritik ist, ob das ein Kompliment ist, ob das eine Information ist, ob das eine Frage ist, die uns gestellt wird, am Ende sind es alles Wörter, die mit Emotionen geladen sind, wo Emotionen enthalten sind von der anderen Person und von mir. Und am Ende sind es einfach nur emotionsgeladene Wörter und ich kann entscheiden, was mache ich damit. Und dankbar zu sein für Feedback oder Kritik ist auf jeden Fall ein sehr schöner Ansatz. Das ist natürlich nicht leicht und auch das ist wie bei allem Übung, Übung, Übung. Aber es funktioniert. Es ist angenehm, den Punkt zu erreichen, wo ich merke, ah ja, krass, das hilft mir wirklich. Und zwar alles daran, auch wenn es nicht angenehm ist, aber es muss nicht immer angenehm sein. Das ist auch sehr, sehr wichtig zu verstehen. Es kann gar nicht immer nur angenehm sein. Wir brauchen das Unangenehme, um das Angenehme empfinden zu können. Da habe ich schon mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen. Das Yin im Yang und das Yang im Yin. Deswegen Dankbarkeit zu praktizieren und zu kultivieren ist für mich neben dem Journalen nach wie vor mit das größte und wirksamste Werkzeug überhaupt. Und vielleicht ist ein Ansatz das nächste Mal, wenn eine Situation war, wo du kritisiert worden bist, wo du Feedback bekommen hast, dir danach, es muss ja auch nicht direkt danach sein, vielleicht dauert es eine Woche, vielleicht dauert es einen Tag, bis du was draus ziehen konntest, was dir auch wirklich was geholfen hat. Aber dann dafür dankbar zu sein, das vielleicht aufzuschreiben oder abends für 2, 3 Tage immer mal wieder daran zu denken, was dir denn genau diese Situation gebracht hat, was du für dich daraus mitnehmen konntest. Das passiert automatisch, dass du immer öfter dann merkst, was sind die Sachen, für die ich dankbar bin. Und irgendwann denkst du ganz automatisch daran, ah ja, krass, das hat mir jetzt gerade das gezeigt und dafür bin ich der Person oder der Situation wirklich dankbar. Es können ja auch erstmal Sachen sein, die einem negativ erschienen sind und im Nachhinein waren sie dann trotzdem positiv. Und jetzt einfach noch eine kleine Hausaufgabe für dich. Vielleicht fällt dir ja eine Situation ein aus deiner eigenen Vergangenheit, wo du in dem Moment erstmal gar nicht amused warst darüber, dass es passiert ist und im Nachhinein konntest du dann da aber in irgendeiner Form für dankbar sein, weil es dich vielleicht wohin gebracht hat, wo du sonst nicht hingekommen wärst oder. Vielleicht konnte ich mit dieser Folge deine Perspektive auf Kritik ein bisschen verändern und wie du Kritik für dich nutzen kannst, wie du mit Achtsamkeit besser mit Kritik umgehen kannst. Nochmal ganz wichtig zu erwähnen, der Unterschied zwischen destruktiver und konstruktiver Kritik. Ganz wichtig zu erwähnen, dass Kritik, die beleidigend oder respektlos ist, niemals Kritik sein sollte und da auch Grenzen gesetzt werden dürfen. Im Gegenzug ist es aber auch wichtig, solltest du die Person sein, die kritisiert, diese Grenzen zu wahren. Und am Ende die Kritik als Chance oder als Möglichkeit zu sehen, um Veränderungen herbeizuführen. Und Gespräche und Räume zu öffnen mit anderen Menschen, um sich auszutauschen, um in Verbindung zu bleiben, um sich gegenseitig besser verstehen zu können und um ja einfach ein bisschen die Welt besser zu machen, wenn man es so will. Weil
wenn wir besser mit Kritik umgehen können und wir auch in Anführungszeichen besser kritisieren können, dann wird sich automatisch ganz, ganz viel verändern. Wenn wir uns verändern, verändert sich alles um uns herum. Ich wünsche dir einen fantastischen restlichen Samstag, einen fantastischen Sonntag, ganz viel Entspannung, ganz viel Zeit mit deinen liebsten Menschen oder vielleicht auch alleine. Wenn du Fragen hast, wenn du Feedback hast oder wenn du vielleicht auch eine Erfahrung mit mir teilen möchtest, dann melde dich jederzeit bei mir per Mail oder per Instagram. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar bei YouTube, ein Abo bei YouTube und ansonsten Bewertungen bei Spotify und Apple Podcast. Das hilft mir enorm weiter. Ich bedanke mich für deine Zeit, für deine Geduld und fürs Zuhören und wünsche dir, wie gesagt, jetzt ein ganz wundervolles, entspanntes Wochenende. Wir hören uns nächsten Samstag in alter Frische. Bis dahin mach's gut und bis ganz bald.